Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch. Ich habe nämlich ein Date, ein Book Blind Date beziehungsweise mehrere Book Blind Dates und dabei möchte ich euch heute gerne mitnehmen. Im heutigen Video habe ich ganz viel auszupacken, nämlich das hier alles. Und das Besondere ist, dass ich keine Ahnung habe, was genau für Bücher sich in diesem Päckchen befinden. Ich habe Bücher geshoppt, ohne zu wissen, welche Bücher ich geshoppt habe. Ich habe nämlich vor kurzem ein Video von einer amerikanischen Booktuberin gesehen und darin hat sie von sogenannten Book Blind Dates berichtet. Und das ist ein Prinzip, das mir auch noch nicht fremd war, aber sie hat mich damit sehr, sehr neugierig gemacht. Dieses Prinzip fand ich so cool, ich habe das vorher noch nie gemacht, aber ich möchte es testen und natürlich nehme ich euch dabei mit. Bei einem Book Blind Date ist es ja so, dass man sich für ein Buch entscheidet, ohne Titel zu kennen, Autor zu kennen oder gar den Klappentext zu kennen. Das heißt, man kauft blind ein Buch und genau das habe ich gemacht. Alles, was man über diese Bücher im Regelfall weiß, das ist vielleicht das Genre. Üblich ist es aber, dass so ein paar Schlagwörter auf den Büchern draufstehen, worum es so ungefähr geht, dass man eine ungefähre Vorstellung hat, aber mehr auch nicht. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Manche Buchhandlungen bieten sowas an. Also ich habe das schon mal gesehen, dass da so ein Tisch stand mit in braunem Packpapier verpackten Büchern und auf diesen Büchern standen nur 3 Stichworte. Und man hatte einfach keine Ahnung, was genau für ein Buch man kauft. Warum ich das Ganze so cool finde, ist, dass man so ja vielleicht auch Bücher entdeckt, die einen so von den Schlagworten her vielleicht interessieren und ansprechen, zu denen man unter anderen Umständen aber vielleicht nicht gegriffen hat, weil es beispielsweise von einem Autor ist oder von einem Verlag ist, zu dem man sonst nie greift oder einen auch vielleicht einfach das Cover, die Covergestaltung überhaupt nicht anspricht, sodass man das Buch gar nicht erst in die Hand nimmt, um sich da den Klappentext durchzulesen, um dann vielleicht zu merken, okay, ja, das könnte wirklich was für mich sein. Ich sehe das Ganze so ein bisschen als Mittel, um mal aus der Komfortzone so ein bisschen rauszukommen, aus dem, was man sonst liest oder zu den Büchern, zu denen man sonst greifen würde. Natürlich soll das Ganze einen irgendwo interessieren und soll jetzt nicht aus irgendwelchen Genres sein, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann. Das ist natürlich wichtig. Und wer weiß, vielleicht entdeckt man durch so ein Book Blind Date ein absolutes Highlight. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Anbietern von Book Blind Dates und ich habe 2 Sachen online gefunden. Und die dritte Sache, das dritte Buch habe ich im Buchhandel gekauft. Wie genau ich das da als Book Blind Date gemacht habe, da erzähle ich gleich was zu. Erstmal packen wir die anderen beiden Pakete aus und ich bin sehr, 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 sehr neugierig, was da drin ist. Vor allem das eine Paket steht halt echt schon ewig hier und ich durfte es nicht auspacken, weil die anderen Sachen noch gefehlt haben und es war wirklich sehr, sehr schwer, da nicht mal reinzuspingsen. Die Shops, bei denen ich gekauft habe, findet ihr alle in der Infobox bzw. die Links dazu. Trotzdem kleiner Disclaimer vorweg. Alles ist selbst gekauft und ich habe auch nicht bei den gängigen Anbietern von Überraschungsboxen bestellt, wie jetzt, was man halt so kennt, Chest of Fandoms oder Witch Crown Box und so weiter, was es halt alles gibt. Da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Boxen. Bei diesen Boxen ist es ja auch eher so, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es ja auch mit um die Goodies geht, die dem beigelegt sind. Da hat man ja keine Ahnung, was auf einen zukommt. Und bei dem Buch ist das ja häufig so, dass man das im Voraus dann doch schon ahnt oder ungefähr weiß, welches Buch in diesem Monat in dieser Box drin ist. Und das wollte ich halt nicht. Deswegen habe ich da nicht bestellt, sondern habe mich auf die Suche nach anderen Anbietern gemacht. Und jetzt kommen wir auch zum ersten. Ein Anbieter, den ich beispielsweise noch gar nicht kannte, ist Schmökerbox. Auch hier könnt ihr monatliche Boxen bestellen, wo dann, glaube ich, auch so ein paar Goodies mit dabei sind. Aber sie bieten auch wirklich so ein richtiges klassisches Book Blind Date an. Aufgemacht ist das da ganz klassisch unter der Kategorie Book Blind Date. Man sieht Bilder von in braunes Packpapier eingepackten Büchern und auf diesen Büchern stehen 3 Schlagworte. Es gibt daneben auch einen kurzen Text zum Inhalt, der wird aber nicht wirklich konkret und sonst weiß man halt wirklich nicht besonders viel über die Bücher, Autor natürlich nicht, aber was angegeben ist das Erscheinungsdatum, was ich auch ganz wichtig fand.
weil man so halt auch einfach weiß, okay, ist das jetzt ein neueres Buch, ist das eine Neuerscheinung oder ist das etwas, das vielleicht schon mehrere Jahre alt ist. Zur Info, Buchpreisbindung wird hier eingehalten und man zahlt keinen Versand zusätzlich dazu. Und es gibt mehrere Book Blind Dates zur Auswahl und mir ist die Wahl am Anfang so ein bisschen schwer gefallen. Letztendlich habe ich mich dann aber für eins entschieden, dass die Schlagworte Stadtplan, Armband und wirre Gefühle beinhaltet hat. Und das hat mich irgendwie sofort angesprochen, muss ich sagen. Vor allem Stadtplan, da habe ich direkt irgendwie gedacht an, ja, an eine Suche. Und Armband ist mir noch so ein bisschen rätselhaft, aber wirre Gefühle, das kann ja auch nicht schlecht sein. Und hier ist das gute Stück. Ich habe den Umschlag auch noch nicht aufgemacht, weil ich nicht weiß, ob da jetzt einfach so das Buch drin ist oder ob es auch wirklich jetzt hier in Packpapier drin ist. Deswegen machen wir jetzt hier zusammen den Umschlag auf, der wirklich schon eine ganze Weile hier bei mir liegt. Dieses Buch hat mich 24 € gekostet. Das heißt, es wird wohl ein Hardcover sein. Es fühlt sich aber nicht besonders dick an. Okay, ich bin echt mega gespannt, was da jetzt drin ist. Okay, ich schwinge sie. Ah, es ist tatsächlich verpackt. Okay. Ja, es ist, genau, es sieht genauso aus wie auf dem Foto. Da stehen die Schlagworte, Logo von der Schmökerbox. Und ich muss sagen, ich finde, das sieht so allein schon wirklich sehr, sehr hübsch aus. Ich wage es jetzt, dieses Paket auszupacken. Okay. Das Buch heißt Das lügenhafte Leben der Erwachsenen von Elena Ferrante. Und das wäre tatsächlich ein Buch gewesen, zu dem ich so im Buchladen wahrscheinlich nicht gegriffen hätte. Das Ganze spielt in Neapel in den 90er Jahren und die Protagonistin heißt Giovanna. Und sie ist 13 Jahre alt, steht hier. Und so wie ich das verstehe, ist das ein Roman über das Erwachsenwerden. Giovanna, die Protagonistin, hat wohl ordentlich Probleme mit ihren Eltern. Sie ist irgendwie, bis sie 13 Jahre alt ist, absolut Vorzeigetochter. Und danach verändert sie sich aber und vor allem mit ihrem Vater bekommt sie Probleme, weil der Vater auch denkt, dass Giovanna seiner Schwester, Victoria heißt sie, wohl immer ähnlicher wird. Giovanna entdeckt dann wohl, dass ihre Eltern scheinbar, vor allem ihr Vater, aber auch irgendwie ganz anders sind, als sie immer gedacht hat, zumindest was die Herkunft des Vaters angeht. Hier steht, zufällig kommt Giovanna der Vorgeschichte ihres Vaters auf die Spur, der aus einem ganz anderen Neapel stammt, einem leidenschaftlichen, vulgären Neapel. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich muss sagen, also mich spricht das auf jeden Fall direkt an. Aber tatsächlich ein Buch, das ich wahrscheinlich sonst nicht gekauft hätte. Aber hier hinten die Stimme, diesen Roman zu lesen, das ist wie eine Heimkehr. Oder Satz für Satz ein einziger Genuss. Das macht mich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Wenn jemand von euch das Buch kennt, sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Machen wir weiter mit dem nächsten Anbieter und das ist dieses große Paket, das ich eben schon kurz hochgehalten habe. Und zwar ist das von einem Anbieter auf Etsy. Wenn man bei Etsy Book Blind Date eingibt, dann gibt es massenweise Anbieter und dass ich schon gedacht habe, boah ey, da kann ich mich niemals für einen entscheiden. Wenn man dann aber nicht 20 bis 40 € Versand zahlen möchte, das grenzt das Ganze dann auch schon ordentlich ein. Ich glaube, es gibt im deutschen Raum 2 Anbieter bei Etsy, die das Ganze machen. Und ich habe mich letztendlich für den Shop Coffee Academia entschieden. Dieser Shop bietet verschiedene Book Blind Dates an, auch einfach nur Bücher, aber tatsächlich auch komplette Pakete, wie ihr hier sehen könnt. Und ich habe mich letztendlich wirklich für das Paket entschieden. Diese Box kostet 31 € regulär und da drin enthalten ist ein Buch und tatsächlich so ein paar Goodies, aber welche, von denen ich gesagt habe, okay, die kann ich halt wirklich gebrauchen. Ich glaube, es ist drin ein Lesezeichen, ein Getränk, eine Schokolade und eine Kerze, meine ich. Und die Bewertungen waren alle eigentlich durchweg positiv. Deswegen freue ich mich sehr. Und auch die Bilder, muss ich sagen, sahen sehr, sehr ansprechend aus. Deswegen ich bin mega gespannt, wie das Innere dieses Pakets jetzt aussieht. Wichtig zu wissen ist, dass hier bei diesem Shop das Buch nicht neu ist. Also es ist ein gebrauchtes Buch drin. Und die Anbieterin des Shops sagt, dass die Bücher alle den Zustand gut bis sehr gut haben. Da bin ich
mal sehr gespannt. Aber wie gesagt, die Bewertungen waren alle sehr gut. Und wie das Ganze mit diesem Book Blind Date jetzt abläuft, ist, dass man sich entweder komplett überraschen lassen kann. Also man gibt an bei der Bestellung Surprise Me. Oder man kann das Genre eingrenzen. Genauso kann man auch wählen, ob man ein englisches oder ein deutsches Buch haben möchte. Und ich wollte mich nicht vollkommen überraschen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gesehen habe, dass sie auch Klassiker oder ich glaube auch Sachbücher anbietet. Und das wollte ich halt nicht. Deswegen hatte ich Sorge, dass ich, wenn ich Surprise Me angebe, halt eins von diesen 2 Genres oder Kategorien bekomme. Deswegen habe ich mich letztendlich für das Genre ganz normal Roman auf Deutsch entschieden. Und ich finde, dieses Genre ist ja trotzdem so ein bisschen Überraschungsgenre, weil das kann ja wirklich irgendwie in alle Richtungen gehen bei Roman. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Komplett überraschen lassen wollte ich mich bei dem Getränk. Das kann man nämlich auch auswählen. Da kann man wählen, ob man Kaffee, Kakao, Tee oder was auch immer haben möchte. Oder was ich auch ganz gut fand, dass man die Option vegan noch angeben kann. Dann ja, bekommt man ein veganes Getränk und auch eine vegane Süßigkeit statt der Schokolade, glaube ich, ins Paket gelegt. Ja. Okay. Ich versuche das mal ein bisschen hier schöner zu arrangieren, um euch das zu zeigen. Also es ist sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön aufgemacht. Ich zeige euch mal das Innere. Wir legen los mit den Goodies, würde ich sagen. Wir machen das Ganze mal spannend. Und das Erste, was mir hier ins Auge fällt, das ist die Tasse. Oh nein, sie ist kaputt gegangen. Ja, das ist natürlich schade. Da ist der Henkel abgebrochen. Das ist natürlich doof. Ja. Muss aber auch sagen, dass ich mir von der Tasse eigentlich ein bisschen mehr versprochen habe. Das ist einfach eine braune Tasse. Also da habe ich halt schon gedacht, dass es irgendwie etwas Besondereres dabei ist bei der Tasse. Aber gut, es ist einfach eine braune Tasse. Henkel ist abgebrochen. Tja. Werde ich so leider nicht nutzen können. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt so einfach eine braune Tasse auch nicht besonders schön finde. Okay, das gehört dann wahrscheinlich zur Tasse. Das ist heiße Schokolade. Sie hat das anscheinend selber abgefüllt. Es ist in so einem Glasding mit Korkverschluss und drauf steht Hot Drink, Hot Chocolate, Coffee Academia. Ja, sie wird es selber machen, wahrscheinlich selber abfüllen. Haltbar, so verstehe ich, das hat sie jetzt auch, von Nestle Kakao. Ach ja, genau, soll auch immer noch so eine Vintage-inspirierte Postkarte mit dabei sein. Das ist jetzt diese hier. So, und dann haben wir, das ist wahrscheinlich die Kerze. Es riecht auf jeden Fall schon mal sehr vanillig. Da interessiert mich jetzt, ob sie das Label und so vielleicht auch selber gemacht hat. Vielleicht... Also es ist doch eine IKEA-Duftkerze und mit selbstgemachtem Label. Ich muss erstmal die ganze Luftpolsterfolie hier runterkriegen. Okay, also da hat sie das Label von der Kerze auch selber gemacht. Die hat noch ein bisschen Glitzer da oben reingestreut. Also ich sage die ganze Zeit sie, ich weiß es natürlich nicht sicher, aber es rutscht irgendwie automatisch raus. Genau, also wie gesagt, zum Ursprung der Kerze, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir doch ein bisschen anders vorgestellt, dass es halt doch irgendwie für 31 € da halt doch irgendwie etwas, aber es riecht sehr lecker, muss man sagen, aber ja, kann jetzt halt auch eine 1-Euro-Kerze gewesen sein, wo sie ein eigenes Label drauf geklebt hat, weiß man nicht. Aber die Idee ist natürlich süß, hab mir aber doch so ein bisschen was anderes, zumindest unter der Kerze und der Tasse vorgestellt. Dann ist hier noch so ein kleines Tütchen, das ist wahrscheinlich dann die Schokolade. Thank you for your order, steht noch drauf. Okay, ja. Das ist ein buntes Sammelsurium an Süßigkeiten, ein kleines KitKat, Trolli-Berries, kleine Tüte Gummibärchen und sonst sind noch so Fruchtbonbons drin. Diese hier sollte, glaube ich, eigentlich, da ist noch ein Teil von der Tasse, okay. Sollte, glaube ich, eigentlich auch noch ein Lesezeichen, ach, da ist das Lesezeichen, ja gut, okay, es klebt, es ist vorne außen am Buch dran. Und das Buch, muss ich sagen, das sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Das ist wunderschön verpackt, wie ich finde.
Das wird das Lesezeichen sein. Da ja so Vintage, auch so Vintage inspiriert mit so ein paar Pferdebildchen drauf. Und die Verpackung des Buches ist wirklich sehr, sehr hübsch. Sie hat hier auch so ein Siegel und das ganz schön noch ein paar Sticker draufgeklebt und so. Also das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, muss man sagen. Und es fühlt sich nach einem Hardcover-Buch an. Ich hoffe, es ist jetzt nicht das gleiche wie das andere. Es fühlt sich nämlich von der Dicke her sehr ähnlich an wie das andere Buch, das ich gerade ausgepackt habe. Aber gut, wir gucken mal rein. Ich bin sehr, sehr neugierig. Also extremst neugierig. Nee, es ist nicht das gleiche Buch wie das andere, sehe ich schon. Der Umschlag sieht anders aus. Ach, cool. Ja, das ist ganz cool auf jeden Fall. Und zwar ist es die Quersumme von Liebe von Katrin Zipse. Zipse, genau, aus dem Magellan Verlag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem Buch aus dem Magellan Verlag habe ich da jetzt überhaupt nicht gerechnet. Geht ja eher so in die Richtung Jugendbuch. Okay, das klingt sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, weil der Inhaltszusammenfassung hier hinten drauf klingt so, als wäre das aus der Sicht einer Protagonistin namens Lucy geschrieben. Der Text hier in der Klappe klingt aber so, als wäre das aus der Sicht von jemandem namens Puma geschrieben. Puma wird auch hier hinten auf dem Text kurz erwähnt. Es geht wohl darum, dass Lucy einen Brief ihrer verstorbenen Großmutter erhält. Und dieser Brief enthüllt wohl ein Geheimnis, dass Lucy dann irgendwie ihr komplettes Leben in Frage stellen lässt. Sie ist vollkommen verwirrt und findet bei Puma wohl so ein bisschen Halt. Und hier hinten, also beziehungsweise hier drin in der Klappe, steht dann, dass Lucy wohl irgendwie schon seit Tagen verschwunden ist und Puma sich auf die Suche nach ihr macht. Die beiden hatten wohl auch einen Streit und hier steht dann, eine ganze Nacht lang folgt er Lucys Spuren und lernt dabei nicht nur Lucy ganz neu kennen, sondern auch seine eigene Vergangenheit. Also es scheint hier wohl sowohl um Lucy als auch um Puma zu gehen. Klingt sehr spannend und ja, da freue ich mich wirklich sehr drüber, weil also ich kenne dieses Buch vom Äußerlichen, habe aber keine Ahnung sonst, was den Inhalt angeht. Und muss sagen, Zustand ist absolut in Ordnung. Man sieht, dass das gebraucht ist. Der Schutzumschlag hat so ein paar Knicke und so. Aber alles in allem ist das auf jeden Fall in Ordnung. Für das Buch jetzt an sich, ich muss sagen, für die Box allgemein 31 € ist halt schon ein Happen für so ein gebrauchtes Buch mit einer Tasse, die jetzt halt auch jetzt nicht wirklich was Besonderes ist und so ein paar Süßigkeiten. Also ob das jetzt wirklich 31 € wert ist, weiß ich nicht. Aber es geht hier natürlich auch so ein bisschen um das Erlebnis eines Pakets auszupacken, das jemand anders für einen gepackt hat. Und ja, das auf jeden Fall ist eine schöne Idee. Muss sagen, dass ich 31 € da aber doch echt ein bisschen teuer für finde. Oder man muss halt wirklich so die Goodies wie Tasse und Kerze so ein bisschen. Und kommen wir zum letzten Anbieter meines dritten Book Blind Dates. Und da habe ich das so gemacht, dass ich die Buchhandlung entscheiden lassen wollte. Also dritter Anbieter ist im Prinzip die Buchhandlung. Und ich bin in die Buchhandlung gegangen und habe zu der Buchhändlerin gesagt, ich möchte gerne ein Buch kaufen, aber ein Buch, von dem ich selber überhaupt nichts weiß, das sie mir aber empfehlen würden. Und habe ihr so ein bisschen gesagt, was ich ganz gerne lese, beziehungsweise ich habe ihr halt gesagt, es darf eigentlich jedes Genre sein, darf gerne auch was sehr Spannendes sein, und habe halt nochmal gesagt, etwas, das sie persönlich gelesen hat und von dem sie sagt, okay, das war so gut, das wird sie jedem empfehlen und sollte man gelesen haben. Und die Buchhändlerin war erst so ein bisschen überfordert, hatte ich das Gefühl, sie wusste nicht so genau. Und witzigerweise haben die wohl gerade in dem Buchladen eine Aktion, wo jeder der Mitarbeiter dort einen eigenen Tisch macht mit seinen Buchempfehlungen, wo sie mich auch zuerst hingeführt hat. Und das war aber schon wirklich, also das war halt, sie hat auch direkt gesagt, das ist aber alles eher Richtung Jugendbuch und Fantasy. Und habe ich erst gedacht, okay, das passt ja perfekt und habe dann aber gesehen, da standen super gute Bücher drauf und habe dann aber gemerkt, das sind Bücher, zu denen ich auch eher greife, die halt auch viel bei Booktube die Runde machen. Und genau das wollte ich ja nicht. Ich wollte so ein bisschen raus aus meiner Komfortzone. Und während wir da standen und sie mir eins der Bücher
vorgestellt hat, hat sie das dann aber zur Seite gelegt und hat gesagt, Moment, ich habe noch eine andere Idee und ist mit mir nochmal nach vorne in den Laden gegangen und hat mir gesagt, dieses Buch würde sie mir noch empfehlen. Bei diesem Buch hätten sie und ihre Kollegin wohl sehr gehofft, dass es den Buchpreis erhält, was es dann aber wohl nicht passiert ist. Aber sie meinte, das wäre so ein Buch, wenn sie eins wählen müsste, von dem sie sagt, das muss man gelesen haben, dann würde sie dieses hier empfehlen. Und da habe ich ihr direkt gesagt, ich will nichts weiter zum Inhalt wissen, genau das nehme ich. Und das Buch ist dieses hier und es heißt Das Land der anderen von Leila Slimani. Und es ist noch eingeschweißt. Und ich mache das jetzt mal auf und wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht und muss ganz ehrlich gestehen, jetzt nur dem Cover nach, hätte ich wahrscheinlich, wenn es im Buchhandel gelegen hätte, nicht danach gegriffen. Und aber diese Worte von der Buchhändlerin, dass sie gesagt hat, so das muss man gelesen haben, das hat mich dann halt sofort... Ja, damit hatte sie mich dann sofort, dass ich ohne zu zögern gesagt habe, das nehme ich. Und hinten drauf steht auch nicht viel, sehe ich gerade. Hier steht, ich habe also absichtlich die ganze Zeit nicht hinten drauf geguckt. Hier steht der neue gefeierte Roman von Leila Slimani über das Leben in der Fremde, eine unkonventionelle Liebe und eine Welt im Umbruch. Das klingt sehr, sehr gut. Es geht hier wohl darum, das Ganze spielt Ende des Zweiten Weltkrieges und es geht wohl hier darum, dass sich Mathilde, eine Französin, eine junge Elsässerin, in einen Marokkaner verliebt. Und die beiden heiraten und bekommen auch Kinder. Mathilde hat sich sehr auf ihr neues Leben gefreut, weil sie mit ihrem Mann dann halt auch nach Marokko zieht. Aber sie wird halt schnell ernüchtert, beziehungsweise ihre Freude wird schnell ernüchtert, weil sie merkt, dass so die Ehe zwischen einem Araber und einer Französin dort nicht besonders gern gesehen wird und auch ihr Mann begegnet ihr wohl häufig mit Unverständnis. Und letzter Satz ist, aber Mathilde gibt nicht auf, sie kämpft um Anerkennung und ihr Leben im Land der anderen. Und ja, also ich glaube, dass das ein Highlight für mich werden könnte. Das klingt für mich so ein bisschen wirklich nach so einem 5-Sterne-Titel. Ich bin extrem gespannt darauf und werde es hoffentlich sehr, sehr bald lesen können. Ich glaube, das könnte richtig, richtig gut werden. Und wie gesagt, deswegen lohnt sich das Ganze hier, weil ein Buch, zu dem ich sonst nicht gegriffen hätte, wenn ich mir keine Empfehlung der Buchhändlerin eingeholt hätte. Ja, das sind sie, meine 3 Book Blind Dates. Ich freue mich sehr und ich würde dieses Video oder dieses Experiment, diesen Test jetzt mal als Erfolg verbuchen. Zumindest was so den ersten Eindruck natürlich der Bücher angeht, da spricht mich das auf jeden Fall sehr an. Jedes dieser Bücher. Ich bin wirklich sehr happy und sehr gespannt. Muss bei dem zweiten aber nochmal sagen, also ne, ihr habt meine Kritik eben gehört, was dieses komplette Paket angeht. Da bin ich insgesamt halt auch leider so ein bisschen enttäuscht. Aber trotzdem, nur die Bücher, wenn man ja sich jetzt nur die Bücher anguckt, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Erfolg. Ihr werdet davon hören, wenn ich diese Bücher gelesen habe. Ich werde sie euch dann, wenn sie gelesen sind, natürlich auch vorstellen. Nicht vergessen, wenn ihr eins dieser Bücher kennt, unbedingt in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Daumen hoch nicht vergessen übrigens. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss!